Naja, also ich meine, damals zunächst in der Brigade war es ja so, 3 Sätze, dass die Frauen arbeiten wollten. Sie wollten ihren Mann, nee, ihre Frau stehen und ähm, sie wollten so gleichberechtigt sein. Ja? Und das hatte sich damals, das hatte sich so entwickelt. Ja? Die Gleichberechtigung war angesagt und deshalb haben viele Frauen das eben auch so empfunden, da mitzumachen. Ja? Ich sage einfach mal mitzumachen. Ähm, ja, sie haben das so empfunden und sie wollten das eben auch und sie wollten eben auch, haben dann auch teilweise gesellschaftlich gearbeitet, ja? Neben der täglichen Arbeit in den Gemeinden dann als Stadtverordnete und so weiter und so fort. Und dann im DFD, ich hatte mit dem DFD hatte ich eigentlich hatte ich nichts zu tun. Ich hatte einfach nichts zu tun, weil ich ja immer betrieblich und nachher später in der Kreisleitung da auch anders organisiert war. Der DFD war ja eine eigene Institution und hat sich ja mehr um die Frauen gekümmert, die in den Städten und Gemeinden da auch nicht in Betrieben organisiert waren. Ne? Und, und ja, ich muss darüber, wie haben wir das denn so empfunden? Nichts als Besonderes. Ne? Es war so. Als nichts Besonderes. Ja? Wir konnten das als Frauen. Ich habe dir vorher gesagt, ich habe meinen Lehrvertrag habe ich selbst unterschrieben. Ich hatte ein eigenes Konto. Ja? Das habe ich mir eingerichtet. Die anderen Frauen auch, die hatten ihre eigenen Konten. Die hatten ihre eigenen, die brauchten nicht ihren Mann zu fragen, du, jetzt will ich mal arbeiten gehen und kannst du nicht mal unterschreiben oder so. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ja? Wir hatten da wirklich andere Voraussetzungen. Die Voraussetzungen waren da und da hat keiner so in dem Moment ständig darüber nachgedacht, wie ich vorhin schon sagte, ich müsste da ja an meinem Meistertitel da jetzt noch ein In dran hängen. Ja? Da hat viele andere auch. Ja? Eine Freundin von mir, die war Ingenieur. So, die hat nicht darauf geachtet, ich muss ja jetzt Ingenieurin zu sein. Sie war Ingenieur. So. Sie hat ihre Arbeit gemacht, sie wurde gleich bezahlt wie ein Mann. Ich wurde damals in meiner Tätigkeit gleich bezahlt wie ein Mann. Da gab es keine Unterschiede. Es gab natürlich, muss ich dazu sagen, es gab auch Berufe, die entsprechend der Qualifikation nicht so hoch bezahlt, unterschiedlich bezahlt wurden. Ja? Also das gab es schon. Ja? Und da hat auch keiner irgendwie Marke empfunden. Ja? Das war zu der Zeit, war das eben einfach so, weil dieses Miteinander, das war eben einfach da und wir machen eben gemeinsam was, ja? Kann man sich gar nicht vorstellen mehr. Ne? Heute ist es einfach nicht machbar. Wir hatten ja nachher später so die Generation, meine Generation, Generation nach mir, ein hoher Anteil nachher von Fach- und Hochschulkadern, ja? Die eben alle 89 dann wirklich das Nachsehen hatten. Ja? Ja? Ein hoher Anteil von Fach- und Hochschulkadern. Und ich war dann wirklich erstaunt, als ich 1991 in die Bundesrepublik kam, nach Hessen, ja, wie wenig Frauen in meiner Generation da einen Fach- und Hochschulabschluss hatten, ja, die ich so kennengelernt habe. Ja. Und ich kenne da etliche, die sagten, also ich könnte ja nicht studieren. Ne? Ich komme aus einem Arbeiterhaus. Ne? Bis 76 musste ja die Frau eine Erlaubnis von ihrem Ehemann da mitreichen, ob sie arbeiten darf. Ne? Oder mit einem Konto. Ja? Die wenigsten Frauen hatten ja ein eigenes Konto. Ja? Kann man sich nicht vorstellen. Also danach wurde ich eigentlich oft gefragt, welche Rolle die 68 da gestellt haben. Ich war 20 Jahre alt, 1968, war gerade ein Jahr Brigadeleiterin und also für unsere Begriffe damals, wenn ich mal so versuche da zurückzudenken,
war das sicherlich notwendig, dass die 68er aus diesem ganzen Sumpf, der noch Nazi-Universitäten und dieser ganzen bürgerlichen Apparate, dass da gesäubert wurde, ja? Dass die 68er doch die Frage ihren Eltern gestellt haben, was habt ihr denn nur gemacht, ja, im Krieg? Ja? Wie wart ihr beteiligt? Ne? Gut, bei uns der Antifaschismus, der war, man sagt immer so schön, verordnet. Ja? Aber das ist alles eine andere Geschichte, denke ich mal. Ja? Aber es war eben wichtig, erst einmal für uns. Ne? Nee, die 68er-Bewegung kann ich mich zumindest nicht erinnern, da in meiner Kleinstadt, dass das da eine Rolle gespielt hat. Ne? So, und ich habe dann sehr viele Delegationen immer betreut. Ne? Delegationen betreut aus der Bundesrepublik. Ich kann mich noch gut entsinnen, einmal eine hochdotierte, das muss so 86 gewesen sein, Delegation von einer SPD-Bundestagsabgeordneten geführt, Namen vergessen. Die hatte so einen Doppelnamen. Und da waren wir in der LBG, weil diese Frage auch mal stand, LBG. Die waren ja alle vollkommen, man muss natürlich sagen, ich wohnte in der Magdeburger Börde. Das war die beste Ackerwertzahl in Deutschland. Ja? Die reiche LBG, reiche volkseigene Güter. Und die Frauen hatten da eine Gemeinde, eine Küche, einen Betriebskindergarten. Die mussten nicht, wie das bei Bäuerinnen üblich war, rund um die Uhr arbeiten. Die konnten in Schichten arbeiten. Ja? Und die Damen da von der großen SPD-Bundestagsdelegation, die machten große Augen, als die Frauen denn da so erzählten. Ne? Und hielten sich dann nachher fest, beispielsweise an meiner Funktion. Warum heiße ich denn Sekretär für Agitation und Propaganda und nicht Sekretärin? Ja, da sagte ich, ja, warum denn? Was ist da jetzt notwendig? Was ist da jetzt notwendig? Was habe ich damit jetzt erreicht, wenn ich das nun unbedingt so, ich kann es gerne sagen, ja? Aber die Sekretärin ist nur wieder die Dame, die ist meine Sekretärin, die meine Referate schreibt. Ne? Also, ja, damals habe ich so gedacht, ja, was haben die denn da nur für Sorgen? Ja? Das könnte ich mir so gar nicht richtig vorstellen, was sie da so für Sorgen hatten. Ja? Und da dachte ich, na, wenn sie sich daran festhalten, dann vergessen sie irgendwelche anderen wichtigen Aufgaben, den wirklichen Kampf um die Gleichberechtigung. Ja? Wenn ich mich da an irgendwie solchen kleinen Sachen da festhalte. Also das war für mich damals sehr auffallend. Denken wir doch mal an August Bebel, ja, die Rolle der Frau. Er schreibt das ganz neulich. Ja? Mit dieser Befreiung ist auch die Befreiung der Frau vom Joch der Unterdrückung. Ne? So, und ich kann, das andere ist alles nur halbherzig. Ne?